Herzlich willkommen zu unserem FANUC Tutorial. Mein Name ist Enrico Stephan. Ich bin beschäftigt bei der FANUC Deutschland GmbH im Bereich FANUC Akademie als Trainer für den Bereich Robodrill, Trainer CNC Drehen und Fräsen. Außerdem betreue ich die Ausbildung im Bereich der gewerblichen Auszubildenden und dann bin ich noch IHK-Prüfer. In unserem heutigen ersten Tutorial geht es um Zyklen und genauer gesagt um die Bohrzyklen im Manual Guide. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach die Anwendung unserer Zyklen im Manual Guide ist. Sie sehen hier ein Werkstück, relativ einfach gehalten, mit 4 Bohrungen, Durchmesser 10, durchgebohrt und oben versehen mit einer Phase 0,5 x 45 Grad. Das Ziel ist es, mit 2 Werkzeugen, sprich einem NC-Anbohrer Durchmesser 12 und einem Spiralbohrer Durchmesser 10, die Bohrungen zu fertigen. Wir beginnen nun mit der Programmierung unseres Werkstücks. Ich habe schon vorbereitet das Übungsprogramm, Programmnummer und den Kurztext dazu, damit ich es dann auch in meiner Programmliste wieder finde. Ich empfehle euch, einen ordentlichen Programmkopf zu erstellen. Dann möchten wir das ganze Teil natürlich nachher simulieren. Das heißt, ich habe hier eine Rohteilbeschreibung hinzugefügt. Dann über die Fixform Werkzeugwechsel mein Werkzeug T2, sprich meinen NC-Anbohrer eingewechselt und beginne nun mit der Operation Zyklus und wähle dann hier im Bereich Bohren den entsprechenden Bohrzyklus aus. Das heißt, wir starten mit dem Zentrierbohren, entweder über den Softkey Wählen oder über den Softkey Input füge ich das Zentrierbohren in mein Programm ein. Ich fülle die Bearbeitungsbedingungen aus, das heißt, die Bearbeitungsart normal wähle ich aus, das heißt ohne Verweilzeit. Dann den Rückzugsmodus. Dort gehen wir in einem separaten Tutorial drauf ein. Wir wählen hier den Rückzugsmodus 1. Wir wählen einen Sicherheitsabstand von 2 mm. Wir bohren nach unten. Wir möchten eine Phase mit 0,5 x 45 Grad. Das heißt minus 5,5 mm mit Input bestätigen. Dann der Sicherheitsabstand zur Bezugsbasis auch 2 mm. Wir wählen eine Vorschubgeschwindigkeit von 500 mm pro Minute. Und ganz wichtig, die Anlaufbewegung, das Anfahren der ersten Bohrposition bitte zweiachsig durchführen. Das heißt, die Maschine positioniert zuerst in X und Y und dann erst in Z. Ich sage einfügen. Und nun möchte die Maschine von mir natürlich die Koordinaten. Wie sind die Zyklen aufgebaut? Zuerst natürlich, was möchte ich tun? Das heißt in diesem Fall zentrieren. Und dann, wo soll ich es ausführen? Sprich, die Maschine benötigt nun Koordinaten. Ich habe hier eine ganze Menge Bohrbilder zur Auswahl. Das heißt, ich könnte jetzt die elegante Variante wählen, XY-Punkte auf Rechteck, weil die sind symmetrisch angeordnet. Ich wähle es aus. Meine Basisposition in Z ist 0 mm. Der Startpunkt der ersten Bohrung, wir haben es vorher auf der Zeichnung gesehen, beträgt 10 mm in X, 10 mm in Y. Dann der Bohrabstand in der X-Achse sind 80 mm und der Bohrabstand in der Y-Achse sind 40 mm. Die Anzahl der Bohrungen, ich sehe wieder hier meinen Indexbuchstaben I, das wird mir auch angezeigt hier in der X-Achse, sind 2 und die Anzahl der Bohrungen in der Y-Achse, wiederum hier der Indexbuchstabe J, hier gelb angezeigt im rechten Fenster. Wir haben in Y auch 2. Dann der Startwinkel der X-Achse, wieder Indexbuchstabe beachten.
ist 0 Grad und für die y-Achse 90 Grad. Wir hätten hier noch die Möglichkeit, Bohrungen auszublenden, das heißt einmal mit der Pfeiltaste nach rechts. Ich hätte hier die Möglichkeit, Bohrungen auszublenden, wenn ich mehrere Bohrungen jetzt in einer Reihe hätte. Ich könnte zum Beispiel in der x-Achse eine ausblenden, dann würde die Maschine mir nur 3 Bohrungen bearbeiten. Und ganz arg wichtig zu beachten, wir haben hier hinter diesen Feldern ein Sternchenfeld. Sternchenfelder heißen, es sind freiwillige Felder, die nicht befüllt werden müssen. Im Gegensatz, ich gehe nochmals zurück zu den Bohrungspositionen, hier habe ich kein Sternchenfeld. Das heißt, all diese Felder benötigen Informationen. Ich habe soweit alles ausgefüllt, ich sage einfügen. Und nun habe ich die Möglichkeit, entweder die Bohrpositionen direkt ins Programm einzufügen oder als Unterprogramm. Wir wählen die elegante Variante und fügen es als Unterprogramm ein. Das heißt, ich vergebe eine Programmnummer O1, 2, 3, 4. Bestätige es mit Input und dann mache ich noch einen Kommentar dazu, und zwar 4 mal Durchmesser 10 mm und sage OK. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier meinen Zyklusaufruf und sehr elegant über einen Unterprogrammaufruf meine Bohrpositionen. Das heißt, das Zentrieren ist erledigt. Damit das ganze Programm etwas übersichtlich wird, mache ich 2 Leerzeilen rein, EOB, EOB, Insert. Das Zentrieren ist abgeschlossen. So, nun möchte ich diese 4 zentrierten Bohrungen mit dem Durchmesser 10 mm Bohrer durchbohren. Das heißt, über diesen Softkey-Start füge ich wiederum meine Werkzeugwechsel-Fixform ein und sage einfügen. Damit das Ganze übersichtlich wird, benenne ich hier das Werkzeug, und zwar kürze ich ab HMB für Hartmetallbohrer 10 mm. Klammer zu, und mit der Taste Alter ersetze ich diesen Namen. Unsere Werkzeugnummer ist 3. Wir arbeiten auf dem Nullpunkt G54 und wir bearbeiten hier dieses Werkstück mit einer Drehzahl von 4500 Umdrehungen und haben unsere Fixform für den Werkzeugwechsel vervollständigt. Was möchten wir tun? Natürlich über den Softkey-Zyklus rufen wir wieder unsere Bohrzyklen auf, wählen nun das Bohren aus und haben jetzt nun wieder die Möglichkeit, hier unsere Bearbeitungsbedingungen zu vervollständigen. Wir haben ein Werkstück, das 30 mm tief oder hoch ist. Ich empfehle hier, das Tieflochbohren anzuwählen. Dann die Hubtiefe stellen wir ein auf 5 mm. Den Rückzugsmodus belassen wir auf Typ 1. Die Bohrtiefe, und jetzt achtet mal darauf, wenn ich hier oben als Wegbetrag Einstellung nichts auswähle, möchte die Maschine von mir die Bohrspitze. Das heißt, ich müsste diesen Überlaufweg selbst dazu addieren oder ausrechnen. Wir haben hier eine wunderschöne Funktion. Wenn wir hier beim Wegbetrag Einstellung H die Einstellung auswählen und geben die Bohrtiefe nun, ihr seht, dieses Maß L ist jetzt nicht mehr auf der Spitze, sondern auf der Kante, und geben diesen Wegbetrag
die Werkstückdicke plus 1 mm an, sprich minus 31 mm mit Input bestätigen. Bohrvorschub wählen wir aus 750 und gehen dann rüber auf die Details mit der Pfeiltaste nach rechts. Habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich die Auswahl getroffen habe, den Werkzeugdurchmesser einzugeben, den Spitzenwinkel meines Werkzeugs einzugeben und dann dieses Überlaufmaß K automatisch mit diesem Softkey berechnen zu lassen. Berechnen und dann haben wir die 1,82 mm und füge das ein. So, automatisch öffnet die Maschine das Pop-up-Fenster für die Bohrbilder. Jetzt müsste ich die ganze Prozedur nochmals schreiben wie vorher, aber da wir die Bohrpositionen als Unterprogramm abgespeichert haben, sehen wir hier diesen Reiter Unterprogramme. Ich wechsle einmal mit der Pfeiltaste nach rechts. Ich komme in meine Programmliste hinein und ihr seht, das Unterprogramm 1, 2, 3, 4 für unsere 4 Bohrungen befindet sich hier. Das wähle ich aus und schon sind meine Bohrungen platziert. Um das Programm noch zu vervollständigen, hole ich mir noch ein Ende hinein und dann können wir über unseren Simulation-Softkey Simulation, wir möchten natürlich von Anfang die Simulation starten, wir betätigen den Softkey Anfang, unser Programm simulieren lassen. 4-mal zentrieren, 4-mal durchbohren. Ihr seht wunderbar in der Simulation die Stufentiefe. Programm springt durch das M30 wieder an den Anfang zurück und wir sehen wunderbar, wie unsere Bohrungen sauber mit einer Phase von 0,5 mal 45 Grad angesenkt wurden. Ich bedanke mich recht herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie im nächsten Tutorial wiederzusehen. Ihr Enrico Stephan.